Spoken German, Unit 3, Tape 4, Vocabulary Drill. Number 1. In. Plus the dative, in, on, or at. I eat in this restaurant. Ich esse in diesem Restaurant. He works in the consulate. Arbeitet im Konsulat. We live on this street. Wir wohnen in dieser Straße. He's in the cathedral just now. Ist gerade im Dom. The bank is on Schubertstraße. Die Bank ist in der Schubertstraße. Are Mr. and Mrs. Allen at the movies? Sind Herr und Frau Allen im Kino? He lives in the Europa Hotel. Wohnt im Hotel Europa. Number 2. In. Plus the accusative, into, to. We're going to the movies. Wir gehen ins Kino. Are you driving downtown today? Fahren Sie heute in die Stadt? What theater are you going to? In welches Theater gehen Sie? Shall we go to the park? Wollen wir in den Park gehen? Mr. Köhler is going into the hotel. Herr Köhler geht ins Hotel. I'd like to go to the cafe. Ich möchte gerne ins Café gehen. Number 3. Zu. Plus dative, to. I'd like to go to the bank. Ich möchte zur Bank gehen. What bank are you going to? Zu welcher Bank gehen Sie? Shall we take a walk to the cathedral? Wollen wir einen Spaziergang zum Dom machen? We can drive to the Ratskeller. Wir können zum Ratskeller fahren. What's the best way to get to the airport? Wie kommt man am besten zum Flughafen? She's just driving to the embassy. Sie fährt gerade zur Botschaft. Number 4. Neben. Plus dative, next to, beside. Is the Ratskeller next to the town hall? Ist der Ratskeller neben dem Rathaus? The bank is next to the hotel. Die Bank ist neben dem Hotel. The stop is next to the consulate. Die Haltestelle ist neben dem Konsulat. Is the parking lot next to the bank? Ist der Parkplatz neben der Bank? They live next door to us. Sie wohnen neben uns. Which restaurant is next to the university? Welches Restaurant ist neben der Universität? Number 5. An. Plus dative, at, or on. The town hall is at the marketplace. Das Rathaus ist am Markt. The streetcar stop is over there at the corner. Die Straßenbahnhaltestelle ist da drüben an der Ecke. This bus stops at the marketplace. Dieser Autobus hält am Markt. Is the Ratskeller at the marketplace too? Ist der Ratskeller auch am Markt? The policeman is there on the corner. Der Polizist ist dort an der Ecke. Number 6. Von. Plus dative, of, or from.
The museum is not far from the town hall. Das Museum ist nicht weit vom Rathaus. The museum is in the vicinity of the university. Das Museum ist in der Nähe von der Universität. To the right of the cathedral is the embassy. Rechts vom Dom ist die Botschaft. Across from this hotel is the parking lot. Gegenüber von diesem Hotel ist der Parkplatz. To the left of the bank is the municipal theater. Links von der Bank ist das Stadttheater. The bus stops across from the cafe. Der Omnibus hält gegenüber vom Café. Number 7. Auf. Plus dative, on or in. I can show it to you on the map of the city. Ich kann es Ihnen auf dem Stadtplan zeigen. The streetcar stops on the other side of the street. Die Straßenbahn hält auf der anderen Seite der Straße. I can't find the university on the map of the city. Ich kann die Universität auf dem Stadtplan nicht finden. The car is in the parking lot. Das Auto ist auf dem Parkplatz. The policeman is on the other side of the street. Der Polizist ist auf der anderen Seite der Straße. Number 8. Fahren mit. Plus dative, to go on, in, or by a conveyance. You can go on the bus. Sie können mit dem Autobus fahren. Are you going by streetcar or in your car? Fahren Sie mit der Straßenbahn oder mit dem Auto? Which bus is he going on? Mit welchem Autobus fährt er? I want to go by taxi. Ich will mit der Taxe fahren. He's going in his car today. Er fährt heute mit dem Wagen. Number 9. Durch. Plus accusative, through. The bus goes through the park. Der Omnibus fährt durch den Park. We're going through the park now. Wir gehen jetzt durch den Park. Drive through Ludwigstraße. Fahren Sie durch die Ludwigstraße. You can walk through the park. Sie können durch den Park gehen. Shall we drive through town? Wollen wir durch die Stadt fahren? Number 10. Sollen. To be supposed to. The beer is supposed to be very good here. Das Bier soll hier sehr gut sein. The palace is supposed to be very famous. Das Schloss soll sehr berühmt sein. The stop is supposed to be not far from here. Die Haltestelle soll nicht weit von hier sein. Isn't the station supposed to be here in the vicinity? Soll der Bahnhof nicht hier in der Nähe sein? The hotel is supposed to be very good. Das Hotel soll sehr gut sein. They're supposed to be very nice. Sie sollen sehr nett sein. Number 11. Wollen wir? Plus infinitive. Shall we? Shall we go to the movies now? Wollen wir jetzt ins Kino gehen? Shall we take a walk? Wollen wir einen Spaziergang machen?
Shall we have a glass of beer? Wollen wir ein Glas Bier trinken? Shall we ask the officer? Wollen wir den Wachtmeister fragen? Shall we take a taxi? Wollen wir eine Taxe nehmen? Number 12. Mit. Plus dative, with, or to. You can talk to the policeman. Sie können mit dem Polizisten sprechen. He'd like to go to the theater with us. Möchte mit uns ins Theater gehen. I'm going downtown with Mr. Curler today. Ich gehe heute mit Herrn Köhler in die Stadt. He's just talking to the officer. Spricht gerade mit dem Wachtmeister. I'm going to the movies with this lady today. Ich gehe mit dieser Dame heute ins Kino. Which waiter is he just talking to? Mit welchem Ober spricht gerade? Number 13. Suchen. To look for. She's just looking for the suitcase. Sie sucht gerade den Koffer. What are you looking for? Was suchen Sie? He's looking for the passport. Sucht den Pass. Are you looking for the parking lot? Suchen Sie den Parkplatz? I'm looking for Miss Schneider's address. Ich suche die Adresse von Fräulein Schneider. Number 14. Fragen. To ask. Let's ask the doorman. Wir wollen den Portier fragen. Ask the policeman, please. Fragen Sie bitte den Polizisten. He's asking the waiter. Fragt den Ober. I'm going to ask the police officer. Ich frage den Wachtmeister. Can't you ask Mrs. Kunze? Können Sie nicht Frau Kunze fragen? Number 15. Trinken. To drink, or to have to drink. What would you like to drink? Was möchten Sie trinken? He's drinking a glass of beer. Trinkt ein Glas Bier. Are you having coffee or tea? Trinken Sie Kaffee oder Tee? I like wine. Ich trinke gern Wein. Would you like some water to drink? Möchten Sie etwas Wasser trinken? Number 16. Parken. To park. You can park over there. Sie können dort drüben parken. I'll park in the parking lot on Schubertstraße. Ich parke auf dem Parkplatz in der Schubertstraße. He parks on the other side of the street. Parkt auf der anderen Seite der Straße. I very often park in this parking lot. Ich parke sehr oft auf diesem Parkplatz. Can one park here on the street? Kann man hier auf der Straße parken? Number 17. Halten. To stop. Is this where the bus stops? Hält der Omnibus hier? Where does the streetcar stop? Wo hält die Straßenbahn? I'll stop across from the hotel. Ich halte gegenüber vom Hotel. Stop at the embassy, please. Halten Sie bitte bei der Botschaft.
The bus is supposed to stop at this corner. Der Autobus soll an dieser Ecke halten. Variation drill. Number 1. Welcher Omnibus fährt nach Schwabing? Which hotel is next to the consulate? Welches Hotel ist neben dem Konsulat? Which streetcar goes through the park? Welche Straßenbahn fährt durch den Park? Which car belongs to the American lady? Welcher Wagen gehört der Amerikanerin? Which lady is supposed to know the address? Welche Dame soll die Adresse wissen? Number 2. Dieser Autobus fährt nach Schwabing. This gentleman works at the consulate. Dieser Herr arbeitet im Konsulat. This streetcar goes downtown. Diese Straßenbahn fährt in die Stadt. This passport is mine. Dieser Pass gehört mir. This restaurant is excellent. Dieses Restaurant ist ausgezeichnet. Number 3. Fragen Sie diesen Polizisten. Keep this passport. Behalten Sie diesen Pass. Drink this wine. Trinken Sie diesen Wein. Take this taxi. Nehmen Sie diese Taxe. Change this money. Wechseln Sie dieses Geld. Park this car. Parken Sie diesen Wagen. Number 4. Welchen Park suchen Sie? Which automobile are you keeping? Welches Auto behalten Sie? Which Foreign Service officer do you know? Welchen Diplomaten kennen Sie? Which bank are you looking for? Welche Bank suchen Sie? Which beer are you drinking? Welches Bier trinken Sie? Which waiter are you going to ask? Welchen Ober fragen Sie? Which taxi are you taking? Welche Taxe nehmen Sie? Number 5. Wohnen Sie in dieser Straße? Are you going to this restaurant? Gehen Sie zu diesem Restaurant? Do you stop on this side? Halten Sie auf dieser Seite? Do you work at this bank? Arbeiten Sie in dieser Bank? Are you taking this bus? Fahren Sie mit diesem Autobus? Are you going to meet us at this corner? Treffen Sie uns an dieser Ecke? Number 6. In welchem Restaurant essen Sie? Which streetcar are you taking? Mit welcher Straßenbahn fahren Sie? Which corner do you stop at? An welcher Ecke halten Sie? Which city do you live in? In welcher Stadt wohnen Sie? Which museum are you going to? Zu welchem Museum gehen Sie? Which parking lot are you going to park at? Auf welchem Parkplatz parken Sie? Number 7. Fahren Sie durch die Bahnhofstraße? The policeman is going to the corner of Kaiser and Schubert Street.
Der Polizist geht an die Ecke Kaiser- und Schubertstraße. We're going to take a walk through the park. Wir machen einen Spaziergang durch den Park. Shall we go into the Ratskeller here? Wollen wir hier in den Ratskeller gehen? Drive onto the parking lot here. Fahren Sie hier auf den Parkplatz. Number 8. Wir fahren mit der Taxe. The streetcar stops there at the corner. Die Straßenbahn hält dort an der Ecke. I'm going to the consulate now. Ich gehe jetzt zum Konsulat. We're going to eat at this restaurant. Wir essen in diesem Restaurant. The parking lot is across from this hotel. Der Parkplatz ist gegenüber von diesem Hotel. The museum is next to the bank. Das Museum ist neben der Bank. He's talking to the waiter. Er spricht mit dem Ober. Number 9. Er wechselt mir das Geld. She's going to show us the city. Sie zeigt uns die Stadt. We'll give her the map of the city. Wir geben ihr den Stadtplan. I'll change the money for him. Ich wechsle ihm das Geld. He's going to give me the passport. Er gibt mir den Pass. We'll show you the suitcases. Wir zeigen Ihnen die Koffer. Number 10. Wem zeigt er die Stadt? Who is he changing the money for? Wem wechselt er das Geld? Who are you going to give the passport to? Wem geben Sie den Pass? Who is she showing the luggage to? Wem zeigt sie das Gepäck? Who is he going to give the address to? Wem gibt er die Adresse? Number 11. Zeigen Sie Herrn Becker das Museum. Change the money for this lady. Wechseln Sie dieser Dame das Geld. Give the Foreign Service officer the passport. Geben Sie dem Diplomaten den Pass. Look for the address for her. Suchen Sie ihr die Adresse. Show the police sergeant the suitcase. Zeigen Sie dem Wachtmeister den Koffer. Number 12. Der Pass gehört dem Diplomaten. This automobile belongs to the policeman. Dieses Auto gehört dem Polizisten. The Foreign Service officer likes this city. Diese Stadt gefällt dem Diplomaten. The money belongs to the official. Das Geld gehört dem Beamten. The American lady likes this park. Dieser Park gefällt der Amerikanerin. Number 13. Er gibt mir den Stadtplan. Er kann mir den Stadtplan geben. Are you going to have a glass of beer? Trinken Sie ein Glas Bier? Would you like to have a glass of beer? Möchten Sie ein Glas Bier trinken? I'm going to change the money. Ich wechsle das Geld. I have to change the money. Ich muss das Geld wechseln. We're staying downtown today.
Wir bleiben heute in der Stadt. We plan to stay downtown today. Wir wollen heute in der Stadt bleiben. Is he going to visit you today? Besucht er Sie heute? May he visit you today? Darf er Sie heute besuchen? She's going to drive to the university now. Sie fährt jetzt zur Universität. She's supposed to drive to the university now. Sie soll jetzt zur Universität fahren. He's coming today. Er kommt heute. He can come today. Er kann heute kommen. Number 14. Wo fährt diese Straßenbahn hin? Wo soll diese Straßenbahn hinfahren? He's coming here by taxi. Er kommt mit der Taxe her. He can come here by taxi. Er kann mit der Taxe herkommen. She has something planned for today. Sie hat heute etwas vor. She's supposed to have something planned for today. Sie soll heute etwas vorhaben. He's withdrawing some money. Er hebt Geld ab. He has to withdraw some money. Er muss Geld abheben. Where does Mr. Köhler come from, actually? Wo kommt eigentlich Herr Köhler her? Where is Mr. Köhler supposed to come from, actually? Wo soll eigentlich Herr Köhler herkommen? I'll be glad to come along. Ich komme gern mit. I'd like to come along. Ich möchte gern mitkommen. How much are you withdrawing from the bank? Wie viel heben Sie von der Bank ab? How much do you want to withdraw from the bank? Wie viel wollen Sie von der Bank abheben? Number 15. Ich fahre heute in die Stadt. Heute fahre ich in die Stadt. He's probably going to the theater today. Er geht heute wahrscheinlich ins Theater. Probably he's going to the theater today. Wahrscheinlich geht er heute ins Theater. They're coming today, I hope. Sie kommen hoffentlich heute. I hope they're coming today. Hoffentlich kommen sie heute. He can perhaps give us this map of the city. Er kann uns vielleicht diesen Stadtplan geben. Perhaps he can give us this map of the city. Vielleicht kann er uns diesen Stadtplan geben. I'd like to speak to the official first. Ich möchte vorher mit dem Beamten sprechen. First, I'd like to speak to the official. Vorher möchte ich mit dem Beamten sprechen. Let's go to the cathedral now. Wir wollen jetzt zum Dom gehen. Now let's go to the cathedral. Jetzt wollen wir zum Dom gehen. This is the end of Unit 3, Tape 4, Tape 4, Tape 4, Tape 4, Tape 4, Tape 4, Tape 4.